Okay, wir sind auf Sendung. Dann erstmal Moin und Gude aus Frankfurt. Ich bin Christoph Zahn und ich heiße euch da draußen erst einmal herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Basecom AI Sessions. Kurz vielleicht ein bisschen zu mir, zur Business Unit Consulting, die ich verantworte. Dort haben wir uns nämlich zur Aufgabe gemacht, KI und KI-Use Cases für unsere Kunden oder generell für Unternehmen da draußen mit Fokus auf den Mittelstand greifbarer zu machen. Das heißt, wir haben für uns mal KI-Use Cases definiert, die wir am Kunden auch entwickelt haben, die eben auch greifbar für den Kunden gemacht werden und vor allem projektierbar sind. Was wir immer wieder feststellen, ist, viele kommen aus dem Proof of Concept nicht raus. Und das Ganze ist alles viel Blase, viel Theorie, viel Hype. Und was wir eben schaffen wollen, ist konkrete Anwendungsfälle zu schaffen, die wir dann unseren Kunden eben auch mitgeben können und die dann eben auch konkrete Mehrwerte erzielen, ne, wo sich vielleicht hinten raus auch ein sinnvoller Return on Invest rechnen lässt und wo man eben hinten raus Effizienzgewinne hat. Und ansonsten ist auch unsere Ansicht alles einfach nur heiße Luft und nicht wirklich konkretisiert umsetzbar. Genau, und ganz generell erleben wir da draußen ja auch gerade einen massiven KI-Overload. Ne? Jeden Tag gibt's neue Modelle, neue LLMs, die auf den Markt strömen, neue Versionen, neue Releases. ChatGPT haut im Monatszyklus was raus. Es gibt neue Tools, neue Agenten, die da irgendwie hochpoppen. Bei vielen Leuten entsteht so ein Stück weit ein, ja, ich hab's mal KI-Overload, Burnout genannt. Also das heißt immer das Gefühl, dass ich der Entwicklung nicht mehr hinterherkomme, einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Das verschafft einem so ein bisschen Sorge, komme ich hinterher, kriege ich alles mit. Und da wollen wir eben bei helfen. Ne? Also wir wollen einfach mit Beratungsansätzen, wirklich auch mit konkreten Formaten schauen, was macht denn da Sinn, welche Trends sind denn überhaupt sinnvoll und welche Trends kann ich vielleicht sinnvoll für mich auch im Unternehmen einsetzen. Und dazu bieten wir eben Beratungsansätze. Und aus dem Grund haben wir letztlich auch eben hier dieses Format geschaffen, die Basecom AI Sessions, wo wir eben regelmäßig über KI-Themen berichten wollen. Ohne Hype, ohne Buzzword-Bingo, sondern eben ehrlich und pragmatisch. Und genau damit starten wir heute. Und dafür habe ich eben auch mir Unterstützung reingeholt, weil wir reden heute über das Thema Agentic Commerce. Also die Frage, was passiert, wenn KI-Agenten den kompletten Kaufprozess, den Checkout für mich übernehmen. Und dazu habe ich mir den Christian Schilling, meinen werten Kollegen und KI-Experten hier bei Basecom eingeladen, der auch unter anderem Mitglied des Steering Boards der Agentic Commerce Alliance ist. Hallo Christian. Hi, ja, freue mich dabei zu sein und auch gute Einleitung. Ich glaube, wir sind ja schon ganz schön tief in diesen Themen immer drin. Wir haben das auch im Bereich der Agentic Commerce Alliance gemerkt, dass wir ja aus Berufsgründen und genereller Ausrichtung da schon immer sehr weit drin sind. Und selbst wir haben ja Probleme, das Ganze immer einzuordnen und jeden Trend irgendwie anzuschauen Oh und ja, die Definition zu verfolgen. Und ich glaube, es ist super sinnvoll, sich den Themen zu widmen und das Ganze ein bisschen einzuordnen, wie du gesagt hast, so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Was ist wichtig? Da gibt es ganz viel tatsächlich, was, glaube ich, aus unserer Sicht wirklich wichtig wird, aber auch ein paar Dinge, die man sich vielleicht nicht so genau angucken muss oder wo man noch abwarten kann. Und Agentic Commerce ist tatsächlich ein mega spannendes Thema, finde ich, weil es so breit auch irgendwo ist. Kommen wir, glaube ich, auch bei der Definition gleich nochmal ein bisschen dazu. Und von daher freue ich mich. Ja. sehr schön, ja. Ja, also ich glaube, wir haben intern einen Slack-Channel, ne, Generative AI, das ist so der hochfrequentierteste Channel überhaupt. Ne, da kommt irgendwie täglich, kommen da mehrere neue Informationen. Ne. Man weiß gar nicht mehr, wo man jetzt anfangen soll zu lesen oder wo man vielleicht dann nachher mal einen Kollegen fragt. Ne. Also auch für uns ist das natürlich eine Herausforderung, ne? Keine Frage. Genau, aber zu Agentic Commerce. Klingt jetzt auch erstmal nach einem Buzzword, ne? Und das wollen wir so ein bisschen greifbarer machen, wie ich eben angeteasert hatte. Viele sagen, und da würde ich mich auch selbst dazu zählen, dass das Thema durchaus einen Paradigmenwechsel nach sich zieht. Ne? Und von daher vielleicht an der Stelle mal die Bitte an dich, klär uns doch mal auf, was steckt denn dahinter? Ja, also tatsächlich ist es so, es gibt noch keine 100%ig klare Definition, was bedeutet Agentic Commerce überhaupt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Thema sehr, sehr breit ist, auch noch sehr, sehr neu ist. Heißt aber tatsächlich jetzt hier mal, anders als vielleicht bei anderen KI-Themen nicht, dass es vielleicht nicht so relevant ist und dass man damit noch ein gutes Stück warten kann. Ich glaube, wir sehen nachher nochmal so ein paar Beispiele,
wo man anhand allein der Namen, die da Dinge veröffentlichen in dem Bereich, schon sieht, wie relevant das Ganze ist. Also vereinfacht gesagt, alle großen Player, die bisherige E-Commerce-Trends auch schon geprägt haben oder eben Paradigmen geprägt haben, sind voll in den Themen drin. Das heißt nicht, dass alles hängen bleibt, aber ich glaube, einiges davon schon. Auf die ursprüngliche Frage zu kommen, ich kann mal das Zitat nehmen, was bei der Agentic Commerce Alliance tatsächlich gefallen ist, was ich ganz gut fand. Jetzt mal die englische Version ist: AI agents don't just recommend, they discover, evaluate, decide and transact. Und auf Deutsch gesagt heißt es, dass die KI-Agenten oder die KI, wie man das auch nennen möchte, die sind nicht mehr nur dazu da, vielleicht eine bessere Produktempfehlung irgendwo zu geben oder mal einen Brotschlag, sondern wirklich im gesamten Prozess des E-Commerce, also in der gesamten Customer Journey können die aktiv werden. Das heißt, beim Entdecken, Discover, also beim Finden der richtigen Produkte, aber auch bei dem, was man als Mensch normalerweise macht, indem ich dann plötzlich 5 Tabs offen habe und mal vergleiche, was ist eigentlich wo lieferbar, was kostet wo was passt am besten, was ist in meiner Größe verfügbar, was könnte als Geschenk für Person XY passen und so weiter. Das sind alles Prozesse, Agentic Commerce zentralisiert bündeln kann und auch möchte. Das heißt, am Ende ist es so, dass ganz viel von diesem Kaufprozess und auch dem Prozess, die Produkte zu finden, den richtigen Preis zu finden, den richtigen Shop zu finden und so weiter, dass das von der KI übernommen werden kann. Und sowohl im B2C, D2C, B2B, das ist überall relevant. Das geht eben bis dahin, dass die KI auch autonom, natürlich wird man da am Anfang immer noch eine Entscheidung dazwischen haben, aber auch autonom letztendlich entscheiden kann, das ist das Richtige, das passt genau zu deinen Anforderungen, das ist lieferbar, liegt in deinem Budget. Im B2B geht man so weit, dass man sagt, naja, ich habe schon die Verhandlungen geführt, und zwar in dem Budgetrahmen, in dem ich irgendwie verhandeln darf. Und dann wird das Ganze bestellt und gegebenenfalls auch bezahlt. Das klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen nach Science Fiction, aber ich glaube, wenn man sich jeden einzelnen Teil davon irgendwo anschaut, wird man schon merken, da ist schon ganz viel, in dem man ganz, ganz nah dran ist. Und da haben wir nachher auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber es ist so die kurze Antwort. Ich glaube, die KI ist der neue Kunde, ist vielleicht so ein bisschen die Überschrift. Ob die jetzt sofort von 2025 auf 2026 alle einzelnen Schritte übernimmt, wahrscheinlich nicht. Aber in jedem einzelnen Schritt ist die Technologie schon so weit, das muss man ganz klar sagen. Und auch ganz viele Protokolle und Möglichkeiten, die Tools bieten, sind mittlerweile so weit, dass diese Versatzstücke möglich sind und immer mehr davon auch kombiniert werden kann. Und ich habe es gerade heute mal ein bisschen verglichen mit ein paar Kollegen. Ich glaube, eines der letzten Male, als es einen großen Wechsel irgendwie im E-Commerce gab, war, als Amazon so groß geworden ist und die Marketplaces dann auch so groß geworden sind. Und man sich vielleicht mal ab und zu dabei erwischt hat, dass man sagt, ich habe das jetzt einfach auf Amazon gekauft, weil das war es am einfachsten, da habe ich es sofort gefunden. Und ich muss 2 Klicks machen, da weiß ich, dass der Service gut ist. Und das heißt, ganz viele Dinge, die in diesem Agentic Commerce passieren, zielen ja auch darauf ab, es für die Kundin und den Kunden komfortabler zu machen. Also die nervigen Schritte irgendwie rauszunehmen aus der Geschichte, die offenen Tabs rauszunehmen aus dieser Geschichte. Und ich glaube, deswegen ist das Thema so relevant. Ich glaube, wenn es jetzt ein rein technisches, so ein Tech-Demo-Ding wäre, dass ich sagen, guck mal, rein theoretisch kann ich über Schnittstellen, ohne dass ein Mensch dabei ist, was tun, dann wäre es nicht so spannend. Ich glaube, die Use Cases, die dahinter stehen, die dann auch wirklich einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden bringen, die sind schon sehr, sehr einfach erklärbar. Und deswegen wird das ein Thema sein, das bleibt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ne? Gut, ob es jetzt 26 kommt oder wann es kommt. Ich glaube tatsächlich, dass es in großen Schritten kommen wird, ne? Wie auch immer man das definiert. Ich hatte neulich auch so einen Moment, der auch mal aufzeigt, wo wir technologisch heute schon stehen. Technologisch sind wir schon sehr, sehr weit. Ich habe mal diesen Agentic Mode in ChatGPT genutzt, um ein Produkt zu recherchieren. Ne? Wollten wir eine neue Smartwatch kaufen. Und da habe ich einfach mal ein bisschen mit dem Agentic Mode rumgespielt. Das heißt ja letztlich, die KI erarbeitet für dich eben autark einzelne Schritte aus. Ne? Also sie ist nicht mehr reaktiv wie bisher, sondern sie arbeitet autonom und führt dann irgendwelche Tools aus. Ne? Das können jetzt irgendwelche APIs sein, das kann eine Internetrecherche sein und das eben dann in so einem mehrstufigen Prozess. Und das setzt ja auf diesem Length-Chain-Ansatz auf, ne? Der so ein bisschen der Quasi-Standard geworden ist. Und da ist eben dieser Agentic-Bereich schon sehr, sehr weit. Wie auch immer, ich suche halt einfach dieses Produkt und plötzlich fragt mich ChatGPT, okay, soll ich das jetzt für dich auch bestellen? Und da dachte ich mir schon so,
okay, bin ich jetzt hier schon im Agentic Commerce, ne? Und habe ich was verpasst? Habe ich wieder einen Trend verpasst? Hat ChatGPT schon irgendwas rausgehauen, schon was released? Und dann habe ich natürlich einfach mal ganz mutig gesagt, ja, ich bestelle jetzt. Und dann hat aber ChatGPT in dem Moment seinen Schwanz eingezogen, ne, und hat gesagt, ja, nee, im Moment bestellen kann ich nicht, aber ich kann den Link schicken. Ne? Also so eine typische ChatGPT-Antwort, wo man sich manchmal denkt, so, okay. Aber however, ne, es zeigt halt auf, wir sind eigentlich nur noch ein paar Millimeter davon entfernt, dass ich jetzt einfach nur noch irgendwie einen Kaufprozess anstoße. Ne? Also die Vorarbeit leistet mir ChatGPT wunderbar. Er hat mir eben mehrere Produkte aufgelistet, er hat mir einen Preis dazu gebracht, er hat mir Vor- und Nachteile aufgelistet, und das eben in ein, zwei Iterationsschleifen, die er mit mir geredet hat. Genau. Und meines Erachtens fehlt da weniger die Technik. Klar, da gibt es auch noch ein paar Stellschrauben, die man drehen muss. Aber ich glaube, es ist viel Schaffen von Standards, viel vielleicht auch regulatorisches, das es noch zu lösen gilt und weniger technisch. Ne? Und von daher vielleicht auch da mal eine Anschlussfrage zum Thema Alliance. Ne? Also wir sind ja Gründungsmitglied der Agentic Commerce Alliance. Vielleicht mal so ganz grundlegend, was ist die Idee und die Aufgabenstellung der Alliance, und sieht die Alliance dann eben auch bei sich auf der Agenda, diese Aufgabe für Standards und Regulatorien zu sorgen, ne, um eben da dann so die letzten Millimeter vielleicht noch zu schließen? Ja, ja, total spannende Frage und auch die richtige Frage. Und die Antwort ist in Kürze eigentlich ja. Die Alliance ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Partner. Also zum einen sind das Softwareanbieter wie ein Shopware, ein Pimcore, ohne jetzt aber da ein Vendor-Login zu haben. Also es ist ein ganz bewusster Ansatz irgendwie, obwohl das Ganze auch von Shopware mitgegründet worden ist, Mhm. möchte man hier an der Stelle nicht irgendwie sagen, naja, das ist jetzt irgendwo eine plattformgetriebene Sache, sondern es sind eben auch noch ganz viele andere Partner drin, sind das Implementierungspartner, andere Dienstleister, nochmal angrenzende Softwareprodukte, die eben diese ganze Customer Journey irgendwo miteinander verbinden, und eben auch Forschung, also Research and Development, ganz großer Teil, ganz wichtiger Teil an der Stelle. Und ja, das Ziel ist schon, mit eigenen Protokollvorschlägen, mit eigenen Aspekten innerhalb von diesem ganzen Kosmos auch einen Einfluss zu haben auf Dinge wie Regulatorik, auf Dinge wie Standards, Mhm. weil man schon ganz klar merkt, also das, was du gerade beschrieben hast, fand ich ganz spannend. Ich glaube, in den USA kannst du ein paar Sachen davon schon wirklich Mhm. machen, weil in OpenAI zusammen, glaube mit einem Shopify und mit zwei anderen, Stripe und so weiter, schon in einem limitierten Bereich, aber tatsächlich auch schon dieses Payment und kauf's mir einfach innerhalb von der Oberfläche ChatGPT erlaubt, und da ziehen Mhm. jetzt andere auch entsprechend nach. Aber was natürlich da offen ist, ist, wie sieht das Ganze aus, wenn das breiter ausgerollt wird? Wie sieht es auch in Europa aus? Es ist kein Zufall, dass es Mhm. aktuell noch nicht so einfach geht. Es ist ja immer so, dass man da so ein bisschen hinterher ist. Das wird auch nicht ewig so bleiben, aber das ist schon auch ein Teil von der Agentic Commerce Alliance, die Aspekte auch reinzubringen. Ist ganz spannend. Man merkt auch so ein bisschen europäischeren Blick, obwohl auch ein Shopware natürlich sehr, sehr international ist, ein Teamcore sehr, sehr international ist, und andere Player hier auch. Aber man merkt zum Beispiel, dass so Themen wie Trust nochmal eine größere Rolle vielleicht spielen als jetzt in den Ankündigungen von den großen amerikanischen Playern. Und deswegen möchte man da schon aktiv mitgestalten. Mhm. Thema B2B ist zum Beispiel jetzt auch bei den großen amerikanischen Plattformen noch nicht so riesig in dem Bereich, weil es einfach auch nicht so medienwirksam natürlich für ein OpenAI Mhm. ist. Wir reden jetzt hier mal über komplexere Use Cases. Meine Welt, da komme ich ja her aus den komplexen Produkten, konfigurierbare Produkte, ganz viele Varianten, nicht so das Einfache, ich gebe eine Empfehlung und das ist, eine ist gut, das andere hätte vielleicht aber auch gepasst. Und da ist schon noch viel Arbeit zu tun und auch viel Research, aber man merkt auch, dass die Schritte sehr, sehr groß geworden sind. Also ich glaube, das hattest du vorhin auch schon mal das Bild. Also ich glaube, es geht sehr schnell voran. Sicherlich auch so, dass man bei ein paar offenen Enden vielleicht irgendwann mal sagt, nee, an der Stelle geht es nicht weiter. Aber insgesamt ist das Bild schon relativ klar, dass man auch mit der Alliance da fast schon was Notwendiges geschaffen hat. Also das Mhm. ist mein Gedanke vielleicht in meinem Fazit, seit ich da dabei bin. Am Anfang war das eher so das ist cool, das ist ja irgendwie sehr nach vorne zukunftsgerichtet irgendwo. Also macht Research und Development und schaut mal, was könnte denn da gehen. Aber nach so ein paar Monaten stellt man fest, naja, also man muss sich auch wirklich damit beschäftigen in dem Mhm. Kosmos und muss da Dinge tun und muss Dinge klären und schauen auch für uns, wie beraten wir eigentlich unsere Kunden und potenziellen Kunden, dass sie da irgendwie auch nichts verpassen. Ähm, Schon spannend auf jeden Fall. Ja.
Das ist kein Selbstläufer, ne? Da muss man schon ein bisschen was für tun. Okay. Ja, ein Gedanke, der uns, glaube ich, auch insbesondere als Dienstleister in dem Sektor sehr umtreibt. Was bedeutet denn das Thema Agentic Commerce für uns im E-Commerce? Ne? Also werden wir mal vielleicht bewusst ein bisschen disruptiver. Ich denke schon, dass es etwas ist, was das Potenzial hat, disruptiv zu sein. Unter der Annahme, dass künftig nur noch das LLM für mich bestellt, dass mein ChatGPT, mein Gemini, wie sie alle heißen, für mich eine Bestellung tätigt, braucht es denn dann überhaupt noch ein Storefront? Ne? Brauche ich dann überhaupt noch etwas, wo ich mich als Kunde durchklicke? Oder macht das zukünftig eben der AI-Agent für mich? Ne? Und, dann eben über eine Schnittstelle oder wie auch immer. Ja, die Frage, was bedeutet das für E-Commerce? Ja, ich zeige gleich mal ein paar Beispiele. Wir kommen uns ja, wir sind ja schon fast ein Podcast hier, wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen. Ähm, Das sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, man kann es dann ganz gut erfassen, was da rauskommt. Vielleicht mal so ein Aspekt, den ich ganz spannend fand vor kurzem. Das war so ein Nebensatz in dieser Ankündigung von OpenAI, dass ich jetzt aus ChatGPT raus in den USA direkt bestellen kann. Und der Nebensatz war sowas wie ein Unified Card. Also ich kann in mehreren Shops bestellen, aber nur noch einen Zahlungsvorgang und alles, was hinten raus passiert, irgendwie ist auch an einer zentralen Stelle. Und das finde ich ganz spannend, weil das sieht man so ein bisschen, das ist jetzt nicht Agentic im eigentlichen Sinne irgendwie. Das hat jetzt das allein hat noch nichts mit KI zu tun, aber das wird halt extrem enabled dadurch, dass ich jetzt eben diese Möglichkeiten habe und sagen kann, naja, hallo Agent, kauf mir mal was, schlag mir mal was vor. Und da kommen aber noch so Nebenprodukte irgendwo in Anführungsstrichen raus, die aber den ganzen E-Commerce auch verändern können, weil sie irgendwie sagen, naja, am Ende ist es, wie du sagst, nicht mehr so wichtig, dass ich die 5 Storefronts abgeklappert habe und irgendwie in jedem einen Account habe, sondern der Zugang ist ein ganz anderer. Ich bestelle über das KI-Tool oder mein KI-Tool leistet die Vorarbeit für mich. Hm. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, das ist was, je mehr man dann auch noch vielleicht an noch ein paar jüngere Leute als uns denkt, die gar nichts anderes mehr kennen, als auf dem Handy irgendwie mit dem Voice Assistant sich was vorschlagen Richtig. zu lassen, Hm. desto schneller kann das natürlich auch gehen. Und Hm. da habe ich mal irgendwie so einfach mal ein paar Tabs und Ankündigungen mitgebracht, die ich in dem Kontext auch spannend finde, vielleicht auch für diejenigen, die uns hier zuschauen und zuhören, um einfach mal so ein bisschen die Tragweite und auch so die Richtung, in die es geht im E-Commerce, ein bisschen zu erfassen. Und das Erste, was ich einfach in der Schlagkraft schon extrem spannend finde, ist eine Ankündigung von Google, die ist jetzt ganz neu, die kam Ende letzter Woche. Und da geht es tatsächlich darum, das Thema Agentic Commerce in die Google-Tools zu integrieren. Und was ich da dran so spannend finde, ist, ja, es ist wieder USA zuerst. Also bei uns wird das noch ein bisschen dauern. Ich denke auch nicht mehr so lang. Aber die haben offensichtlich so viel Gas gegeben. Also sie haben irgendwie gesagt, naja, es ist zwar jetzt schon Mitte November, aber wir wollen trotzdem noch das Weihnachtsshopping mitnehmen und da schon einen Punkt irgendwo setzen. Das heißt jetzt Marketing oder das heißt schon irgendwie in den ersten Market Shares, die sie sich da holen wollen. Also Das ist doch nicht erst 2026, doch schon doch nicht früher. erst 2026, ja, Mein Weihnachtsgeschenk. fand ich echt spannend. Ja. Also die geben da Gas. Und das ist eine ganz klare Aussage hier, was die veröffentlicht haben. Die haben gesagt, irgendwie, naja, sprich jetzt mal hier mit deinem Google, mit der Google-App, die du eh schon irgendwo kennst, im Google Shopping, schreib da was rein und gib das irgendwie per Voice ein und mach hier wirklich den ganzen Prozess. Also man sieht hier so ein bisschen die Klassiker. Also was ist das, so College Student and she loves Fashion und was kann ich denn jetzt hier für Geschenke irgendwie für sie finden? Und da sind ganz viele Features von dem, was wir vorhin angesprochen haben in der Journey halt schon irgendwo mit drin. Also die Product Discovery, das ist ja das eine Hm. irgendwo. Aber da geht es auch schon so weit, dass die sagen, naja, da ruft jetzt ein Voice Agent irgendwie den Laden vor Ort an, wenn der irgendwie keinen Online-Shop hat und fragt, ob das Produkt noch verfügbar ist. Oder natürlich, was sehr viel häufiger passieren wird, ich bestelle dann direkt im Online-Shop. Und da merkt man schon, das ist ganz schön weit irgendwo. Also das stecken natürlich auch technische Dinge dahinter, die das Ganze ermöglichen, dass ich überhaupt diese Produkte auffinden kann, dass die KI diese Produkte bewerten kann im Hinblick auf das, was ich da eigentlich suche und dass ich sie Richtig. am Ende auch irgendwie kaufen kann. Und das fand ich schon wuchtig, sage ich mal so, weil ich glaube, wir hatten davor schon ein paar Ankündigungen, auch in ChatGPT geht es auch, das sieht man es, also in ChatGPT einkaufen, das ist schon vom 29. September, wie schnelllebig das ist für mich schon älter, 29. September. Aber das ist eigentlich so ein bisschen das gleiche Feature. Für Hm. mich hat das halt noch mal ein bisschen eine andere Tragweite, weil, glaube ich, Google noch mal
in dieser traditionellen E-Commerce-Welt nochmal krasser den Takt vorgibt, Mhm. was irgendwo ja in den letzten Jahrzehnten schon fast irgendwo passiert ist, wo man gesagt hat, naja, ich muss jetzt irgendwie dafür zahlen, dass ich bei Google auch auftauche und relevant bin. All die Dinge, die kriegen dann halt nochmal ein bisschen eine andere Macht. Featuremäßig ist es aber tatsächlich diese Verlagerung, dass die KI Aufgaben des Bestellprozesses für mich übernimmt, meistens die nervigen, und dass die Storefront, so wie du sagst, tatsächlich unwichtiger wird. Es gibt auch schon die ein, zwei Gegenbewegungen, die dann sagen, na, wie hebe ich mich dann noch ab und so weiter, und kann ich das irgendwie Mhm. gestalten, und was, wenn ich eine Luxusmarke bin. Da gibt es auch schon Ansätze dafür. Also klar, das ist nicht alles nicht in Stein gemeißelt, wie das am Ende aussieht. Aber ich glaube, die Grundaussage, die Storefront wird weniger wichtig. Die Daten, die ich bereitstellen muss, sind vielleicht andere, weil die KI Entscheidungen trifft. Die sind da schon definitiv super relevant. Der Fokus verschiebt sich ein wenig, ne? Also du bist eben nicht mehr so sehr auf der Storefront da in der Optimierung drinne, sondern Themen wie Daten, Schnittstellen, ne, PIM-Systeme, Microservice-Ansätze, API-First-Ansätze werden halt immer relevanter, ne? Stichwort MCP, wo du eben deine Daten direkt über Drittsysteme oder von Drittsystemen eben an Magenta weitergeben kannst, ne? Also Geschichten werden viel relevanter, als das heute noch der Fall ist. Absolut. Also ich glaube, das ist auch eine schöne Zusammenfassung so ein bisschen. Ich glaube, wenn du mit der Storefront und mit der ganzen Customer Journey drumherum versucht hast, diesen menschlichen Kunden abzuholen bei jedem Schritt, Mhm. dann wirst du jetzt ähnliche Dinge haben, die natürlich anders aufgebaut sind, um die KI möglichst gut zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, so der Kern von dem, über das wir heute gerade sprechen. Also ich glaube, du wirst halt andere Arten von Daten bereitstellen, andere Mhm. Werkzeuge, und auch anders agieren müssen, um gefunden werden zu können und nicht irrelevant zu werden und so weiter. Und ich glaube, das ist halt so der nächste Optimierungsschritt, der jetzt irgendwo kommt. Vielleicht dann nochmal, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber auch hier ist jetzt eine Shopware-Meldung, dahinter steckt aber jetzt eigentlich PayPal, die genau in die gleiche Richtung was machen. Jetzt haben wir schon mit Google, OpenAI und PayPal drei nicht so ganz kleine, die alle in eine Richtung pushen. Dann hast du Shopify noch, genau das Gleiche, pusht auch in die Richtung. Also man sieht schon, die Relevanz von dem Thema ist riesengroß. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Agentic Commerce Alliance gerichtet, über die wir vorhin schon gesprochen haben, also initiated bei Shopware, aber man sieht, da sind ganz viele dabei, eben unter anderem wir als Dienstleister. Und das werden mehr und mehr und mehr, die dort entsprechend teilnehmen und versuchen halt das Ganze einzuordnen und auch mitzugestalten, während die Welt da schon sehr, sehr schnell läuft. Vielleicht ein abschließendes noch, fand ich auch tatsächlich ganz spannend. Es gibt einen dann doch sehr großen Report von McKinsey, was ich auch mal ganz spannend finde, weil die großen Berater pushen ja schon immer so ein bisschen auch in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn man das liest, dann denkt man schon auch, ja, also das Ganze ist nicht irgendwie eine Zukunftsmusik, die da irgendwann vielleicht mal kommt und die man sich mal anschauen sollte, sondern sind die Sätze, die man liest, alles so, ja, das ist da. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Das bedeutet das wird dann und dann und dann passieren, aber nicht, wird es vielleicht einen Anteil haben. Natürlich weiß das keiner. Keiner weiß, wie schnell sich sowas irgendwie am Ende auch durchsetzt. Aber es ist, glaube ich, ein Fakt, dass das ein weiterer Kanal mal mindestens ist, auf dem man verkaufen muss, meiner Meinung nach. Also vielleicht nicht jeder, aber fast jeder. Und auf dem man sich irgendwo einstellen muss. Ja, ja, vielen Dank. Sehr spannende Entwicklung da draußen, ne? Also wir können auch die ganzen Links, die wir da schon gesammelt haben, dann später nochmal teilen und mal verfügbar machen. Also für mich dieses Thema E-Commerce und Storefront vielleicht nochmal so ein bisschen abzurunden, und auch so das ganze Thema Disruption. Ich glaube, am anfälligsten für die Disruption sind meines Erachtens Produkte, wo es eben nicht, was du gerade erzählt hast, wo es eben nicht um Luxusgüter, um emotionales Shopping geht, sondern wo es um schnellstmögliche Beschaffung geht. Also ich glaube, die sind am anfälligsten oder die haben die meisten Chancen, dann vielleicht wenn sie früh starten mit dem Agentic Commerce, auch eben entsprechend ihre Produkte zu platzieren. Ne? Also das sind eben diese ganz klassischen schnellläufigen C-Teile, Verbrauchsmaterialien. Viel auch B2B. Ne? Also ich glaube, dass der B2B-Sektor da schneller kommt, als viele das vermuten, ne? Weil es letztlich da ja um Geschwindigkeit geht. Ne? Da geht es nicht um emotionales Shopping, da ist egal, wie schick jetzt die Tasche aussieht oder der Schuh aussieht oder was auch immer, sondern da geht es einfach um Effizienz. Ne? Und ich will schnell meine Recherche abschließen und schnell in den Kaufprozess kommen.
Weil ich auch sagen muss, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass auch in so einem Bereich von Fashion und so weiter das durchaus eine große Relevanz spielt oder große Relevanz hat, weil ich bin voll bei dir, dass ich denke schon, das Markenerlebnis ist super wichtig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass halt sich das mehr und mehr auch bei der Marke selbst abspielt und im Hm, Kaufprozess, also wo man jetzt schon, vielleicht nicht bei dem ganz Top-Segment, ne, aber wo ich jetzt auch schon irgendwie sage, ich habe recherchiert und ich möchte meine Birkenstock-Schuhe irgendwie kaufen in der Farbe, da mache ich ja jetzt auch schon im Zweifel mal 5 Shops irgendwo auf und gucke, wo ist meine Größe verfügbar, wo ist es am günstigsten, wo ist es lieferbar. Und wenn das alles schon abgenommen ist, quasi in der Sekunde, also ich denke schon gar nicht mehr drüber nach, irgendwie, dass es das da im Hintergrund mal gab, der E-Commerce noch so alt war, 2025, und ich eben das selber machen musste. Und da ist es halt, glaube ich, trotzdem auch super relevant. Also, hm, dass man überhaupt noch stattfindet an der Stelle, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube nicht, dass das jetzt von heute auf morgen kommt im Sinne von keiner benutzt mehr den klassischen Shop und deswegen ist das so relevant. Aber ich glaube, man kann das halt schon so ein bisschen verpassen. Also, dass sie irgendwie sagen, naja, auf diesem neuen Kanal, ähnlich wie für Leute, die vielleicht auf Marktplätze gegangen sind vor ein paar Jahren hm, und irgendwie, wenn sie das nicht gemacht hätten, halt woanders stehen würden, mit welcher Bewertung auch irgendwo immer. Ich glaube, das ist halt vergleichbar. Also man muss sich zumindest die Gedanken irgendwie machen, möchte man davon ein Teil sein? Kann man sich das leisten, das nicht zu sein? Ist es irgendwie, ist man irgendwo in einem Businessmodell unterwegs, wo man das als nicht so relevant einschätzt? Das kann ja sein, aber ich glaube, man muss es wissen, dass das kommt. Und davon hm. gehen wir halt schon sehr stark aus. Ja, man muss es auf dem Schirm haben. Ja. Wir haben ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen uns drüber unterhalten, was sind so die Themen, die wir den Leuten da draußen mal mitgeben können, auf was sie sich einstellen müssen, ne, was so die wichtigsten Themen sind, an denen sie vielleicht arbeiten können, um sich eben entsprechend auf diesen Paradigmenwechsel frühzeitig einzustellen. Wir sprechen auch gleich nochmal über unsere Checkliste, die wir bei uns im Assessment haben, aber wir haben ein Thema ja für uns mal rausgepickt, was wir nochmal gesondert oder ein bisschen ausführlicher besprechen wollten, ist so das ganze Thema Daten. Also wenn jetzt KI-Agenten entscheiden, dann brauchen sie natürlich Informationen. Ne? Dann brauchen sie aber auch andere Informationen, als sie vielleicht aktuell zur Verfügung gestellt werden. Ne? Und dann kommt natürlich das ganze Thema Produktdatenmanagement, PIM-Systeme, Datenqualität, bekommt einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Ich habe mal intern so die These geäußert, so das ganze Thema PIM ist ja immer noch so ein bisschen, gerade im E-Commerce-Umfeld, ja, so brauchen wir es jetzt und wollen wir da nicht irgendwie direkt ins Shopsystem ausleiten. Und ich glaube, mit diesem Thema nimmt das ganze Thema PIM nochmal ganz anders Fahrt auf, ne? Und wird nochmal deutlich relevanter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, was man ja schon sieht, man muss ja immer bedenken, es sind LLMs dahinter, die arbeiten eben mit textlichen Daten eigentlich, meistens möglichst strukturiert, die können auch mit unstrukturierten ganz gut umgehen. Das ist immer auch so eine große Frage, die gerade irgendwo Richtig. da ist, wie strukturiert muss es sein, aber man muss schon sagen, die aktuellen Entwicklungen, das sind schon strukturierte Daten, die da rauskommen und Protokolle, die verarbeitet werden. Aber es ist so, wie du sagst, also man hat ja häufig in traditionellen Kanälen oder Kanälen, die jetzt irgendwie aktuell sind, hast du ja irgendwie nur dieses Redux, das, was am Ende irgendwie steht, da ist der Marketingtext, das sind mir die 3 wichtigsten Eigenschaften oder sowas, von denen man dann am Ende denkt, wenn jemand das liest, und das liest ja eh keiner, weil es ist ja eh schon wahnsinnig viel Text und so, die sind halt die wichtigsten und notwendigen. Und Richtig. ich glaube, das ist halt schon ein großer Unterschied. Ich glaube, du hattest auch mal so das Beispiel gebracht, was ist eigentlich ein wasserdichter Schuh oder sowas? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie auf einem klassischen Kanal bin und irgendwie sagen, na, der ist wasserdicht oder so, dann reicht es aber vielleicht nicht mehr aus in jeder Situation, wo ich irgendwie eine Vergleichbarkeit herstelle. Und man muss ja immer bedenken, also da komme ich gerade vom Gedankengang, glaube ich, auch ein bisschen her. Man hat ja auch häufig das Ganze so ein bisschen zusammengedampft für den Menschen und in einen Marketingtext verfasst. Aber das ist der KI egal. Also das eine ist ihr egal, sie kann mit sehr viel Daten umgehen, also sie kann sehr viel besser irgendwie Daten interpretieren, die ihr zur Verfügung gestellt werden und damit halt auch relevantere Kaufentscheidungen irgendwo treffen. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, dass auch der Marketingtext die KI wenig interessiert. Also am Ende wird, auch wenn die KI immer so überschwänglich und freundlich ist und immer so eine Sprechweise hat, ich glaube, am Ende werden da schon sehr hart Daten analysiert, die irgendwie sagen, na, dieses Produkt ist aber das Relevantere für meinen
Menschen da Mhm. im Hintergrund eigentlich und hat die und die Parameter, die auch noch für den Kaufprozess relevant sind. Also sei das, was ist, kann ich es bezahlen, wann ist es lieferbar, ist es in der Stückzahl irgendwie, die ich brauche, auch irgendwie vorhanden und so weiter und so fort. Also es sind, glaube ich, alles Dinge, die manchmal im jetzigen Kontext noch nicht so wichtig sind, weil da sitzt ja irgendwie noch ein Mensch und dann kann ich es erklären oder der ist eh schon bei mir und hat dann vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr, nochmal auf eine andere Seite zu gehen, Mhm. glaube ich, verschwinden. Und da ist, wie du sagst, da ist Datengrundlage am Ende ist die Basis von allem. Ist, leider ein bisschen das langweilige Thema, klar, weil man irgendwie ja sagt, naja, es vielleicht gibt so spannende Anwendungsfälle und so viel Magie in der KI irgendwo, aber am Ende, was sind das eben Daten, die interpretiert werden? Mhm. Das ist, glaube ich, schon die Grundlage von allem. Aber ich finde Daten gar nicht so langweilig. Daten haben auch was sehr Spannendes, ne? Ja. Ja, also es ist halt beides. Ne? Du brauchst strukturierte Daten, damit die KI eben auch sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Aber auf der anderen Seite, um eine Auffindbarkeit zu gewährleisten, musst du natürlich auch mit der KI, also auch die KI mag ja natürliche Sprache, ne? Und kann damit ja auch sehr gut umgehen. Ne? Von daher, du brauchst auch eine gewisse Semantik in deinem. Aber das führt uns eigentlich schon zu unserer Checkliste. Ne? Also wir haben im Zuge unseres KI-Assessments das umfangreichere Checkliste. Ich will da jetzt gar nicht im Detail eingehen, auch nur mal kurz drüber fliegen. Was sind denn so die relevantesten Themen? Ganz oben steht das Thema Produktdaten. Also sind deine Produktdaten vollständig? Sind sie konsistent? Sind sie lesbar, maschinell oder auch in natürlicher Sprache? Richte ich mich an irgendwelche Vorgaben, schema.org und Co., an irgendwelche Standards? Sind in den Daten eben auch vielleicht Variantenlogiken mit abgebildet. Ne? Also wie findet jetzt ein Produkt die Variante Entschuldigung, eine LLM die Variante X, Y und Z? Was sind vielleicht Alternativen? Ne? Also auch sowas ist immer relevanter, dann eben auch über die Schnittstelle auszugeben, was ja häufig momentan in der Logik noch im Frontend drinne steckt. Ne? Also auch da muss man gucken, dass man Business-Logik verlagert. Ne? So, dann kommen wir zum Thema APIs und Architekturen. Und so als zweiten großen Bullet Point in unserer Checkliste. Also können die externen Systeme überhaupt schon auf unsere Daten zugreifen? Ne? Wie sind sie abrufbar? Wie werden sie aufgerufen? Muss ich hier vielleicht nochmal in Richtung MCP-Server denken, der mir das Ganze vielleicht nochmal in einer natürlichen Sprache aufbereiten kann? Genau, vielleicht schon Standards, die du auch gerade ja schon mal angeteasert hast, von Google und Co., die das ganze Thema Agentic Commerce vorantreiben. Und kann ich da eben entsprechend sinnvoll schon in die Richtung gehen? Oder muss ich vielleicht erstmal den ersten Schritt gehen und meine Architektur auf eine API-First-Architektur und Headless-Architektur vielleicht auch umstellen? Ne? Weil das hilft mir natürlich auch in Sachen Skalierbarkeit und auch in Sachen Performance, ne? Weil so ein LLM will natürlich performante Informationen haben. Genau. Dritter größer Punkt ist so das ganze Thema, ja, das ist auch so ein Stück weit Produktdaten, aber eben nicht nur. Und das ist jetzt ein Thema heute schon, das ganze Thema SEO respektive LLMO. Ne? Also das heißt Optimierung auf ein LLM, so dass ich die Daten eben entsprechend semantisch aufbereite und gut lesbar aufbereite. Ne? Bin ich da heute schon? Und wenn nicht, was muss ich dafür? Dann das ganze Thema Embedding respektive Lernen von Entscheidungen. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt später tatsächlich so ein Agentic Commerce vorne anstöpsel, ähm, wie gehe ich dann mit Entscheidungen um, die da getroffen werden? Ne? Und wie gehe ich heute schon mit Entscheidungen um, die ich vielleicht manuell treffe? Ne? Dass ich die wegauditiere, dass ich mir einen Log schreibe, dass ich eben auch jetzt schon Learnings nutze, die ich der KI mitgeben kann und dann vielleicht eben mit ausliefern kann, um meine Datenqualität eben auch nach außen zu verbessern. Dann haben wir das große Thema Compliance und Security, ne? Unser aller Lieblingsthema, insbesondere im europäischen Raum. Du hast es eben schon angesprochen, ist es sicherlich nochmal eine Hürde mehr, als es in den USA oder Asien der Fall ist, aber auch nicht weniger wichtig, ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Also inwiefern dürfen Agenten auf Daten und Systeme zurückgreifen? Ist das geregelt? Wo landen diese Daten? Ne? Wie werden die dann weiterverarbeitet? Inwiefern sind sie schützenswert? Sind es personenbezogene Daten? Und dann natürlich das ganze Thema Security. Habe ich da Authentifizierungsmechanismen? Wie gut bin ich gegenüber Attacken geschützt? Habe ich sinnvolle Rate Limits eingebaut? Wie kann ich eben einen sicheren und kontrollierten Zugriff auf meine Daten gewährleisten? Hm?
Und dann, last but not least, die ganze Rollout-Strategie. Und da fällt eben auch ganz viel rein. Das ist erstmal natürlich ein Planungsthema, aber vor allem eben auch ein Change Management. Ne? Und das stellen wir immer wieder fest, sei es in PIM-Projekten, sei es in Commerce-Projekten. Das ist ein Change-Prozess. Und das ist es eben für Mitarbeitende, für Kunden. Und das ist es eben bei dem Thema fast noch mehr als bei allen anderen. Ne? Und auch das muss man mitdenken, auch das muss man einmal diskutiert haben und für sich eben einen Plan sich zurechtlegen. Ja, ich finde gerade bei dem Thema, wir hatten ja vorhin so ein bisschen, ja, war ja groß formuliert, die KI als Käufer war es, glaube ich, was wir gesagt haben. Ich glaube, aus meiner Sicht mit ganz vielen KI-Themen wird es so sein, es geht nicht von 0 auf 1, dass da irgendwie gar kein Mensch Hm. mehr ist oder nur noch ganz am Rande der Mensch ist. Aber ich glaube, was schon sehr schnell gehen wird, ist, dass er halt an ganz vielen Stellen unterstützt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du bei Strategie- und Pilotprojekte gesagt hast, was ich immer wieder sehe, auch jetzt bei unseren ersten Kundenprojekten. Ich glaube, das mit das Sinnvollste ist, nicht zu versuchen, sich irgendwie so aufzustellen, dass man dieses von 0 auf 1 und am Tag X kauft nur noch die KI ein irgendwie hinbekommt, sondern dass man die Grundlagen nach und nach schafft und das mit konkreten Use Cases. Ich glaube, eins von meinen Hm. Lieblingsthemen ist ja gerade der automatisierte Bestelleingang. Und das finde ich so ein spannendes Thema. Also vielleicht für die zugucken, zu hören. Und da geht es letztendlich darum, dass eigentlich bei ganz vielen B2B-Lern über sehr alte Formate noch bestellt wird, nämlich über die E-Mail, vielleicht mal sogar ein Fax, Formular, mal handschriftlich und so weiter. Und dass das ganz viel Aufwand eigentlich ja verursacht bei denen, die es entgegennehmen müssen. Hm. Und was wir da gerade machen als Produkt, ist ja eine Automatisierung oder auch eine Teilautomatisierung, dass man sagt, möglichst viel davon kann man schon automatisiert erkennen und Beispiel in einer Draft Order oder in einem Warenkorb schon mal anlegen und dann direkt bestellbar machen. Und das ist jetzt noch nicht die komplette Prozesskette natürlich, aber da ist schon KI, da ist auch Agentic, steckt da mit drin Hm. auf der entgegennehmenden Seite jetzt an der Stelle. Also da sind die Exakt, ja. Produktdaten wichtig, dass ich mit denen ich vergleichen kann, dass die zugreifen kann, dass die KI tatsächlich die Dokumentenerkennung macht, über ein MCP nachgucken kann, gibt es diese Produkte überhaupt, Verfügbarkeiten und so weiter und so fort. Und das hat für einen relativ klassischen Anwendungsfall, den man jetzt plötzlich besser lösen kann, auch schon ganz viele von diesen Versatzstücken, die man für andere Agentic-Fälle jetzt hier auch machen muss. Und das finde ich eigentlich super spannend, außer bei uns im Hm. Umfeld zu schauen, naja, ist es jetzt gleich 100%? Nee, wahrscheinlich nicht, aber da in solchen Pilotprojekten und Proof of Concepts und ersten Dingen, die auch wirklich was bringen, stecken vielleicht schon 50% von dem drin, was die Grundlage für alles andere später auch ist. Und ich glaube, Hm. dann ist der Change schon eigentlich auch ein bisschen einfacher, wenn man dann sagt, da habe ich ein reales Problem gerade gelöst oder irgendwie auch was Neues irgendwie gemacht als Feature und gleichzeitig die Grundlage geschaffen für ganz viel Neues, was da noch kommt, wo ich vielleicht auch ein bisschen Angst davor habe, geht es jetzt komplett an mein Geschäftsmodell ran. Und ich glaube, damit hat man dann so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, ohne dass man irgendwie sagt, naja, ich mache jetzt mal einen riesen Invest in ein Projekt und hoffe, dass es irgendwo von 0 auf 1 geht und ich dabei bin. Ich glaube, so funktioniert die Welt nicht, sondern man muss die Grundlagen schaffen und am besten mit realen Cases. Jetzt ist die Zeit, Hm. die ist jetzt da. Und dann ist man aber vorbereitet und ist nicht an dem Punkt, dass wenn jetzt die ganzen Beispiele, die ich gezeigt habe, und gesagt, geht bisher nur in den USA, wenn dann irgendjemand bei Google auf den Knopf drückt und sagt, ach ja, übrigens in Deutschland ist es jetzt auch da, dass man dann irgendwie plötzlich sagt, ah, Hilfe, Jetzt müsste ich mal. jetzt müsste ich mal, genau. Okay, ja, du hast ja quasi jetzt schon mal so ein bisschen ausgeholt zum Fazit. Ich würde dich gleich noch mal konkret zu einem abschließenden Satz vielleicht fragen. Vielleicht vorab noch mal kurz so für mich so die ja, Fazit, beziehungsweise so die wichtigsten Takeaways. Ne? Also Storefronts verliert ein Stück weit an Relevanz, Daten werden wichtiger und APIs werden wichtiger, sind Kern des Erfolgs. Ne? Ja, man sollte nicht zu lange warten, ne, ohne sich jetzt selber da Stress zu machen. Sollte man schon rechtzeitig sich mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht mal für sich Checklisten durchgehen, ne, vielleicht mal entsprechend auch mal sich beraten lassen und eben entsprechend Vorsprung sichern. Und was du eben gerade noch mal zum Abschluss gesagt hast, finde ich auch noch mal sehr relevant, ne, dem Thema eben sich schrittweise nähern. Ne? Also nicht gleich den Big Bang machen, sondern mit einem Proof of Concept starten und einfach schrittweise an das Thema herangehen. Das nimmt Komplexität aus dem Projekt und hilft beim Change Management. Ne? Das finde ich eben nochmal einen ganz guten Abschlusssatz. Ne? Ja, dann vielleicht für dich nochmal ganz kurz oder an dich nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was ist so dein Fazit?
Ja, also mein Fazit tatsächlich, also deins war schon sehr, sehr gut, fand ich. Mein Fazit ist so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt bin ich im KI-Thema unterwegs, aber ich bin jetzt auch nicht von der Person her der klassische Hype-Mensch, der irgendwie sagt, ja, das ändert alles und man muss alles mitmachen. Und habe schon auch irgendwie aus der langen beruflichen Erfahrung schon einige Themen gesehen, wo ich irgendwie sage, naja, das eine kommt, ne, jetzt warten wir mal ein bisschen ab und dann setzt sich das. Das ist bei vielen KI-Themen schon auch richtig. Hm. Ich glaube, das ist auch ein Teilaspekt auch von dem, was wir jetzt heute besprochen haben, wird man sicherlich in 3 Jahren sagen, naja, aus dem Teil, dass die KI die Preisverhandlungen führt oder so, ist aber nie was geworden oder so. Das kann sein. Aber ich finde schon, dass sehr viel davon sich so anfühlt, als würde es diese Mehrwerte bringen für die Menschen tatsächlich. Das ist ja immer so ein Schritt zurück. Was soll das eigentlich? Das ist eine coole Tech-Demo, das ist mal so, ich kann lustige Bildchen machen oder so. Dann ist es irgendwie Hype für mich. Aber wenn ich irgendwie merke, das klingt jetzt aber schon so, als würde das Einkaufen, das, was Google da irgendwie verspricht, mach jetzt mal das Holiday-Shopping echt mal, nimm mal den nervigen Teil da raus und mach das mal viel einfacher. Das klingt halt für mich so, wenn das klappt und das sieht ja danach aus, weil so viele auch in die Richtung pushen, dann wird das eben relevant. Und das ist für mich so der Teil. Und deswegen glaube ich, man muss jetzt nicht in Panik verfallen und irgendwie sagen, ich stelle jetzt alles um. Und bei mir kannst du nur noch über ChatGPT bestellen oder irgendwie sowas, auf gar keinen Fall. Dauert ja immer alles ein bisschen länger, als man denkt. Aber umgekehrt, glaube ich, ist das ein Thema, das wird ähnlich wie andere Themen im E-Commerce eine Relevanz kriegen. Und der Unterschied bei den KI-Themen ist schon so ein bisschen, das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, die Geschwindigkeit insgesamt ist höher. Also das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Es wird nicht irgendwie 5 Jahre dauern, bis man hier nochmal einen Fortschritt sieht und dann irgendwie sagt, ja, jetzt hat sich der Marktplatz vielleicht doch mal breiter etabliert oder der Google Shopping Feed irgendwo. Das dauert keine 8 Jahre. Ich glaube, das wird schon sehr viel schneller gehen. Und deswegen einen guten Mittelweg finden irgendwo, so wie du gesagt hast, in kleinen Schritten, sich auch mal beraten lassen, mal rausfinden, was machen andere und dann irgendwie was für sich finden, wo man ins Thema reinkommt. Und dann ergibt sich, glaube ich, auch vieles von selbst. Also ich glaube, wenn man von diesem, das ist mit KI-Thema wegkommt, sondern wieder so ein bisschen drauf guckt, was bringt es eigentlich mir, was bringt es dem Kunden, dann sieht man, glaube ich, hier recht schnell, ja, das könnte schon spannend sein. Und was macht man denn da eigentlich? Und wie könnte man mal reinkommen? Und deswegen finde ich das eines der Themen, es war jetzt eine sehr lange Antwort, aber es ist eines der Themen, wo ich am Anfang mit am skeptischsten war. Was bedeutet das eigentlich? Agentic Commerce und dann die Maschine bestellt für dich. Naja, irgendwie weiß nicht. Und wo ich mittlerweile nach so 2, 3 Monaten wirklich tiefer im Thema so weit bin, dass ich sage, ja, aber das ist eines der KI-Themen, wo ich am meisten Mehrwert tatsächlich für so eine klaren Anwendungsfall in einer breiten Masse irgendwo sehe. Deswegen glaube ich, spannendes Thema. Ja, dann an der Stelle vielen Dank. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Zum einen nochmal ein Thema in Eigenwerbung und zum anderen ein kleiner Spoiler. Wir verlinken hier nochmal oder da nochmal. Unser Agentic Commerce ist erstmal, was wir anbieten, ne, wo man dann eben auch nochmal ein bisschen tiefer eintauchen kann. Gerne Kontakt aufnehmen. Und das zweite Thema ist schon mal als kleiner Spoiler. Die nächsten Folgen werden sich zum einen um das Thema Self-Driving PIM, sehr, sehr spannend. Ne? Also wie kann ich mit KI so den ganzen PIM-Onboarding-Prozess beschleunigen. Und das zweite Thema wird sein, was Christian, du gerade schon angesprochen hast, unser AI Order Intake oder KI-basierter Bestelleingang, wo wir auch noch ein bisschen tiefer eintauchen können. Pragmatische Use Cases, handfest und zum Anfassen. Und das ist eben das Ziel unseres Podcasts. Und damit beenden wir unsere erste Folge. Vielen Dank, Christian. Danke dir.